Nachwuchs unter die Arme. Also wie gesagt, ich bin frisch getestet. Ja. Wie frisch kann man denn getestet sein heute? Ja, gute Frage. Sehr gut. So, Schluss. Genug Scherz. Ich mache einfach das, was mich erfüllt, was ich wahnsinnig liebe. Ich glaube, die würden die gleiche Antwort von Roger Federer bekommen. Es macht ihm offensichtlich irrsinnige Freude zu spielen, so gut zu sein wie nur möglich, für sich selbst das Beste aus seinen Fähigkeiten zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Leben, egal ob man jetzt Geiger ist oder Tennisspieler, Tennisprofi, dass, wenn man das Glück hat, früh etwas zu entdecken, was einem glücklich macht, und man es als Beruf ergreifen darf, die Weichen so gestellt werden vom Leben. Das Glück haben leider die über 400 Millionen Kinder, die in kriegsähnlichen Zuständen eben nicht. Aber ich war so privilegiert, dass ich in einer Umgebung aufgewachsen bin, die sehr klassikaffin ist, die meine Liebe zur Geige ernst nahm, und daraus habe ich einen Beruf gemacht. Und das ist das, was mich, glaube ich, auch im Umgang mit Kindern fasziniert und mit den jungen Studenten, die ich in meiner Stiftung fördere. Wie wunderbar das Leben sein kann und wie erfüllt, wenn der Beruf die Passion ist. Und dann spielt es keine Rolle, ob man diesen Beruf 10 Jahre ausüben darf oder 50 oder vielleicht noch ein bisschen länger. John Williams besitzt die Fähigkeit, wie alle großen Komponisten, in einer Art und Weise zu schreiben, die vorgaukelt, zugänglich und leicht verständlich zu sein. Wenn man sich aber mal etwas tiefer mit der Materie beschäftigt, sieht man das Raffinement der Harmonie, sieht man die ungeheure Kenntnis der Instrumente und der Orchestration. Was ich damit sagen will, hinter Hedwig steckt sehr viel mehr, als auch ich auf den ersten Blick gesehen und gehört habe. Ungeheuer komplex, klug geschriebene Musik, und es ist für mich eine Riesenfreude, sie zu spielen. Ich habe Harry Potter nie gelesen, aber ich muss sagen, über die Musik hat sich mir wenigstens die Eule sehr gut erschlossen. Erstens bin ich weder innerlich noch äußerlich perfekt. Zweitens, wenn Sie sich meine Social-Media-Auftritte anschauen, wenn ich etwas Privates poste, dann ist es nicht so, sondern dann ist es so, wie ich bin, wenn ich privat bin. Ungeschminkt, meistens in Wanderklamotten. Also ich würde nicht sagen, dass jeder mit Wanderklamotten rumläuft. Ich wandere halt wahnsinnig gerne, aber Jeans, T-Shirt, whatever. Ich habe ein Gefühl für Qualität, Farben und Materialien, aber ich bin überhaupt nicht an Mode interessiert, weil der Modezirkus darauf basiert, dass wir ständig Kleidung wechseln. Und uns vorsuggeriert wird, wenn wir jetzt nicht trendy Stuff tragen, ist irgendwas nicht in Ordnung mit uns. Das ist natürlich völlig konträr zu einem ökologisch einigermaßen verantwortungsvollen Lebensstil. Und um den bemühe ich mich verstärkt in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch dank meiner Kinder. Also ich recycle Sachen gnadenlos. Die Jacke, die ist also fast 40 Jahre alt und ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich trage auch Konzertkleider von, als ich 17 war, jetzt wieder. Warum nicht? Ich meine, Qualität hält ewig, und so viel zum Thema Stilikone. Ich liebe schöne Dinge. Ich habe eine Schwäche für Handwerk. Was ich an der Couture bewundere, ist, dass so viel Handwerk damit einhergeht. Um ein besticktes Kleid zu fertigen, braucht es ja auch viele Künstler, die dieses Kunstwerk des Klöppelns, der Spitze oder der Paillettenverzierung beherrschen. Und es gibt leider in Frankreich nur noch ein einziges Haus in Paris, das diese Kunst beherrscht. Mode hat zwei Seiten. Es ist natürlich, das Design ist auch ein Kunstwerk, aber die handwerkliche Kunst, die dahinter steckt, ist etwas, was ich sehr bewundere. Was mich nicht interessiert, ist die Wegwerfkultur, die natürlich entsteht, wenn ich meine modischen Schwankungen und Veränderungen folgen zu müssen.
Ja, und im März war ich, glaube ich, einer der ersten Musiker, die es erwischt hat. Ich habe ziemlich schnell Corona bekommen und das war ein Zufallsbefund. Ich war einfach abends richtig müde und fühlte mich auch warm. Und meine Kinder meinten noch, Mama, du bist nie müde, du musst krank sein. Das kann nicht sein. Ich am nächsten Tag zum Arzt, ja, und zu meiner großen Überraschung dann 2 Wochen Quarantäne und dann brachen so langsam die Konzerte weg. Erst hatte man ja noch die Hoffnung, dass man vielleicht mit 1000 Personen im Saal, man wusste ja auch anfänglich gar nicht zu Beginn der Pandemie, wie man den anderen schützen kann und sich selbst, to make a long story short. Ja, daraus wurde eine lange Pause. Ich habe die Pause dann aber auch in gewisser Weise kultiviert. Weil ich mir dachte, gut, ich möchte niemanden in Gefahr bringen und vielleicht ist jetzt der Moment, dass ich mein Sabbatical, das ich für später geplant hatte, dass ich das einfach in dieses Jahr lege. Und so habe ich es dann gehalten. Ich habe ja erst wieder zu konzertieren begonnen im September. Das entbehrt jeglicher Logik. Ich finde, es ist eine Unverschämtheit, diese Ungleichbehandlung. Aber es tut sich nichts. Es tut sich nichts, weil vielleicht auch das Bewusstsein noch nicht da ist, dass an einem Musiker ungeheuer viele andere Menschen mittel- und unmittelbar hängen. Viele andere Arbeitsplätze. Es fängt mit dem Agenten an, mit dem Veranstalter. Es geht weiter bis zur Dame an der Garderobe. Es ist der Caterer, es ist das Reisebusiness, es ist der Grafiker, es ist der Journalist. Es sind unfassbar viele, leider meistens Solo-Selbstständige, die direkt oder indirekt am Leben eines Musikers partizipieren. Das heißt, wir sind ja auch große Arbeitgeber. Und der wirtschaftliche Umsatz, den die Musikbranche erwirtschaftet hat in 2019, den kann man mit 13,6 Milliarden jetzt nicht einfach kleinreden. Sie einen Witz, das machen wir Musiker ja permanent. Also besonders in der Corona-Zeit spielen wir ja 2 Konzerte am Abend, was rechnerisch bedeutet, dass sich unsere Gage um 50% verringert. Darüber hinaus werden und sind die Gagen natürlich enorm eingebrochen, einfach weil der Veranstalter auch die Einkünfte nicht mehr hat. Und natürlich arbeiten wir zusammen und wollen einander helfen. Und im Übrigen habe ich es schon immer als extrem wichtig erachtet, dass man sich als Künstler außerhalb seines Berufes und natürlich der Vervollkommnung seiner künstlerischen Fähigkeiten auch noch sinnvoll in die Gemeinschaft und in die Gesellschaft einbringt. Und deshalb sind für mich Benefizkonzerte enorm wichtig. Deshalb ist mir meine Stiftung sehr wichtig, in die alle meine Preisgelder fließen. Es ist mir wichtig, etwas zu tun, was weit außerhalb dessen ist, was man als den Egoismus eines Künstlers sehen könnte. Und dann kam Karajan, der natürlich dank seiner Autorität als Musiker, als großer Dirigent, mir über Nacht alle Orchester und alle Dirigentenkollegen sozusagen die Türen geöffnet hat. Diese Tatsache allein wäre schon eine große Hilfe gewesen, aber nein, er hat noch sehr viel mehr für mich getan. Ich habe natürlich in den unzähligen Proben, die ich besuchen durfte, von seinem sinfonischen Repertoire wie auch seinen Opernaufführungen eminent viel gelernt. Und es war auch die Arbeitsethik. Ich glaube, das ist mir bis zum heutigen Tag geblieben, die mich
zutiefst fasziniert hat. Er konnte ja das großartigste Konzert dirigiert haben. Am nächsten Morgen ging es zurück in die Probe und es wurde wieder geprobt, als ob nichts gewesen wäre. Als ob man nicht schon wieder ein Hochplateau, so ein Mount Everest, erklommen hätte und von da jetzt nochmal 2000 Meter höher. Nein, es wurde wieder ganz von vorne begonnen. Und dieser wunderbare Satz von ihm, wer all seine Ziele erreicht, hat sie wahrscheinlich zu niedrig gewählt. Jawohl, das ist absolut mein Credo geworden in allem, was ich tue. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wenn ein großer Musiker, zumal noch einer der größten Komponisten unserer Zeit, heutzutage einfach nicht mehr gestellt werden kann, weil man einen Mann im Umkehrschluss... Ich möchte nicht verhehlen, dass es auch in der Klassikbranche Rassismus gibt, ohne Frage. Und dagegen muss man natürlich, wenn man Zeuge wird, darüber müssen wir sprechen. Und da muss eingegriffen werden, wenn man Zeuge ist und wird. Können Sie Beispiele nennen? Das betrifft auch asiatische Künstler. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber ich habe mich immer für Musiker eingesetzt. Für mich spielt es natürlich überhaupt keine Rolle, was der kulturelle oder religiöse Hintergrund eines Menschen generell ist, sondern im Fall eines Musikers kommt es einfach auf die Begabung, auf die Persönlichkeit an. Und ich bin sehr froh, dass ich in meiner Stiftung in der Lage bin, die Musiker zu fördern, die große Talente besitzen. Musik ist schon ein Riesengeschenk. Ich finde, als Zuhörer ist es für mich ein großes Geschenk, weil es mich aus meinem Leben rausreißt und es irgendwo so eine Dimension eröffnet, die mit den alltäglichen Dingen und auch mit den menschlichen Beschränkungen so gar nichts mehr zu tun hat. Man fliegt einfach, wenn man Musik hört. Wenn ich ein schönes Bild sehe oder einen Baum bewundere oder einen Berg erklettere, dann entstehen natürlich auch ähnliche Glücksgefühle. Aber bei der Musik kommt ja immer hinzu, dass das wirklich Tolle daran das Gemeinsame ist. Ich musiziere selten ganz allein. Ich spiele für andere. So dieses zusammen etwas erleben oder zusammen etwas schaffen, das ist das, was Musik zu einem wunderbaren Kommunikationsmittel, Hobby, whatever macht. Und was ich glaube für Kinder auch etwas Schönes ist, da diese Insel zu finden, in der man sich emotional völlig frei bewegen kann. Naja, meine Kinder natürlich, ich bin immer glücklich, wenn meine Kinder, und ich habe irgendwann mal gesagt, das stimmt auch, aber es ist leider selten der Fall, dass ich mich am wohlsten auf der Bühne fühle, wenn meine Kinder im Saal sind. Ja, dann ist einfach alles da, was so ganz nah an mir dran ist. Ach, ich bin eigentlich ein Mensch, der relativ leicht glücklich zu machen ist. Ich freue mich schon, wenn die Sonne scheint oder wenn ich ein schönes buntes Blatt sehe. Ich glaube, Musiker neigen dazu, das Leben extrem intensiv zu erleben. Das ist schön in den glückhaften Momenten, das ist sehr anstrengend in den tragischen, aber so haben wir es uns ausgesucht. Und, ich bin mit wenig zufrieden, glaube ich. Oder? Keine Ahnung.